Willkommen! Kennt ihr Jelka Rosen? Eine außergewöhnliche Malerin und Schriftstellerin deutsch-jüdischer Herkunft. Künstlerin von Licht und Seele. In einer Zeit, in der Frauen in der Kunst kaum eine Stimme hatten, erkämpfte sie sich mit Mut und Talent ihren Platz. Mehr als nur die Frau an der Seite eines berühmten Komponisten. Sie war eine Brückenbauerin zwischen Musik und Malerei, zwischen Deutschland, Frankreich und England. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1868 in Belgrad als Tochter des deutschen Diplomaten Georg Rosen geboren. Als sie 7 Jahre alt war, zog die Familie nach Detmold. In einem gebildeten, mehrsprachigen Elternhaus gefördert, entfaltete sich früh ihre künstlerische Begabung. Ab 1894 ging sie mit Mitte 20 nach Paris, wohnte im Stadtviertel Montparnasse und begegnete dort Künstlern wie Rodin, Claudel und Gauguin, dessen Werke sie später auch kopierte. Sie nahm an der Akademie Colarossi ein Studium auf, einer der wenigen Kunstschulen, die Frauen aufnahmen. Hier arbeitete sie Seite an Seite mit bedeutenden Künstlerinnen ihrer Zeit, darunter Julie Wolfthorn, Adèle von Fink und Ida Gerhardi, mit der sie sich neben dem Studium in Grès-sur-Loing der Aktmalerei im Freien widmeten, wofür sie das Modell Marcel engagierten. Dort erwarb sie auch ein Haus, das zu ihrem späteren Lebens- und Schaffensort wurde. 1896 begegnete sie dem Komponisten Frédéric Delius, den sie 1903 heiratete und mit dem sie dann nach Grès-sur-Loing zog. In ihrem Gartenatelier entstanden Kunst und Musik Seite an Seite. Ihr Mann komponierte, sie malte. Sie inspirierten sich gegenseitig. Als er an einer syphilitischen Erkrankung litt und später erblindete, pflegte sie ihn, übersetzte seine Werke und organisierte seine Korrespondenz. Ihre eigene Kunst trat in den Hintergrund. 1934 zog sie nach London, wo sie nur wenige Wochen nach ihm mit 66 Jahren an Darmkrebs verstarb. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil ist zart, atmosphärisch und impressionistisch geprägt. Feine Linien, sanfte Farben, eine subtile Balance zwischen Licht und Emotion. Ihre Motive zeigen Gärten, Flüsse und Frauenfiguren im sanften Licht, oft auch Akte, in denen sie den natürlichen Ausdruck von Körper und Seele suchte. In all dem verbindet sich Bewegung mit stiller Harmonie. Zu ihren bekanntesten Werken zählen Delius in seinem Garten bei Grès-sur-Loing, eine liebevolle Darstellung ihres Mannes inmitten der Natur und das Werk Sinnierende Frau am Ufer des Loue. Ein Sinnbild für stille Melancholie. Leider sind nur wenige ihrer Bilder online auffindbar, obwohl sie wohl 100 Werke geschaffen hat. Ihre Werke zeigen eine eigenständige Künstlerin des Jugendstils und Impressionismus, eine Brückenbauerin zwischen Musik und Malerei, die es wert wäre, weiter erforscht zu werden. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Jelka Rosen gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten. Und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.